Auf Teneriffa gibt es viele Anbieter für eine Whale-Watching-Tour. 2 von ihnen in Los Gigantes habe ich getestet. Die kleinere MS Katrin und die große Flipper Uno. Die MS Katrin ist ein ehemaliger Büsumer Krabbenkutter. Sie wurde 1940 aus Eichenholz gebaut. Nach dem Einchecken und einer kleinen Ansage geht es raus zu den Delfingründen. Und da ist auch schon die Flipper Uno. Sie ist deutlich größer und die Tour dauert 3 statt 2 Stunden. Sie wird mit Musik und lauten Ansagen begleitet. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Trotzdem schafft es die Besatzung, diesen Ausflug zu einem Erlebnis zu machen. Auf dem Meer sind beide Boote im Seegebiet der Tümmler vereint. Die Wahrscheinlichkeit, Grind- oder Pilotwale zu sehen, ist eher gering. Delfine sind aber sehr verspielt und neugierig. Sie sind deshalb regelmäßig bei den Watching-Touren anzutreffen. Beide Boote schippern zu Playa de Masca und etwas die Küste entlang, bevor es wieder in den Hafen von Los Gigantes geht. Für welchen Anbieter man sich auch entscheiden mag. Eine Bootstour lohnt sich in jedem Fall. Auf meiner Abschiedstour habe ich mehrere Highlights in den Cañadas kombiniert. Die Wanderung beginnt am Parador Nacional mit Blick zur Guajara und führt zunächst durch die Cañada Blanca. Der Tedeginster blüht und auf meinem Weg zur Talstation der Teleférico konnte ich noch einmal die raue Schönheit der Lavalandschaft erleben. Dann ging es mit der Bergbahn hoch auf den Tede. Das Wetter war klar und sonnig und die Ausblicke somit überragend. Der Weg führte mich zunächst zum Mirador de Pico Viejo. Hier begann das eigentliche Abenteuer. Der Übergang zum Pico Viejo und der Abstieg zu den Roques de Garcia. Am Pico Viejo endet der holprige Weg über Fels und es wird sandiger. Der Gipfel des Tede wirkt aus 3200 Metern Höhe recht klein. Der lange Abstieg zu den Roques verlangt einige Kraftreserven, denn es müssen insgesamt 1400 Höhenmeter überwunden werden. Und obwohl ich viel lieber bergauf gehe, konnte ich diesen Abstieg genießen. Nach und nach näherte ich mich dem letzten Etappenziel. Bei meiner letzten Pause schließe ich noch Freundschaft mit einem Vogel. Es ist geschafft. Ich befinde mich an den Roques de Garcia. Von Norden kommend ergeben sich ganz neue Eindrücke. In der Abendsonne kann ich noch einmal den riesigen Cañadas-Krater aus der Nähe bewundern. Und dann wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Wer einmal Teneriffa besucht hat, der kommt immer wieder gerne auf die Insel. Ob als Pauschal- oder Individualtourist, hier findet jeder genau das richtige Angebot für seine Bedürfnisse. Vor allem Wanderern bietet Teneriffa noch die urwüchsige und unverbaute Natur. Dass das so bleibt, dafür sorgt ein Baustopp für Hotels und Apartmentanlagen aus dem Jahr 2000. Hoffen wir das Beste für die Insel, die Kanarios und ihre Besucher.
Bienvenido de Moskwa. Ah, nicht Moskwa. Da ist der Teide. Auch nicht schön. Hinter mir erhebt sich der Pico Viejo. Hinter mir erhebt sich der Pico del Tede. Mein Gott. Noch ein paar Aufnahmen und dann verpisse ich mich, weil es hier ist arschkalt.